Leute, ich habe mich noch nie so doll vom Erfrieren gefühlt. Das war haarscharf. Wirklich haarscharf. Also es hatte sich ziemlich zugezogen von den Wolken her und kaum waren wir auf 1000 Meter Höhe ungefähr, da brach ein wirklich sehr krasser Sturm aus und ein krasses Gewitter. Ja, und beginnen wir mit der ersten Story. Ich nenne sie den Taurus Ötzi. Und zwar waren wir damals 2006 mit der Zeitschrift Bike in der Türkei im Trainingslager. Die Bike hat das zusammen mit einem Münchner Reisebüro veranstaltet. Und so ging es dann einmal im Jahr für eine Woche in die Türkei oder auch in andere Destinationen. Also wir waren in Griechenland gewesen, in der Türkei und die waren auch in Spanien gewesen, da habe ich aber nicht mehr teilgenommen. Ja, und dann sind wir dahin geflogen in die Türkei, ins Hotel Astoria, und in der Woche wurden die ganzen Teilnehmer, ca. 100 Teilnehmer, in verschiedene Leistungslevel eingeteilt. Da gab es dann verschiedene Gruppen, also Marathon 1, 2, dann gab es die Transalp-Gruppen 1, 2 und dann noch ein paar Tourengruppen. So dass die Teilnehmer möglichst nach ihrem Leistungsniveau in einer entsprechenden Gruppe waren, so dass sie halt entsprechend gut trainieren konnten. Ja, und von der Orga war das da so aufgestellt, dass in der Türkei das so zentral von einem Verein gemanagt wurde, dem Bike Team Türkei, und die hatten da halt so professionelle Tourenguides am Start, die die Touren geführt haben. Da kamen auch andere Leute hin zum Trainieren, Leute von der Mountainbike-Nationalmannschaft, und das war da also eine sehr bekannte Destination, um im Frühjahr Mountainbikesport zu trainieren und sich auf die Saison vorzubereiten. Letztendlich weiß ich nicht, wie die Guides da aufgestellt waren, aber an dem Tag war jedenfalls ein Guide am Start, der halt per Navi navigiert hat. Und sonst weiß ich nicht, wie er da aufgestellt war, sich die Route zu merken. Auf jeden Fall hat er an dem Tag mit einem Navigationsgerät navigiert, und wir sind dann auf einen Berg, dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß, im Taurusgebirge hinaufgefahren. Also es hatte sich ziemlich zugezogen von den Wolken her, und kaum waren wir auf 1000 Meter Höhe ungefähr, da brach ein wirklich sehr krasser Sturm aus und ein krasses Gewitter. Und letztendlich hatte der Guide dann durch die dichte Wolkendecke keinen Empfang mehr zum Satelliten, und wir haben den Weg nicht gefunden. Muss sich das so vorstellen, dass es da ewig auf und ab geht, oben auf den Gipfel des Berges, und wir haben einfach nicht den richtigen Weg nach unten gefunden. Also so sind wir da circa 2 Stunden umhergeirrt und dachten bei jeder Abfahrt, das ist jetzt die Abfahrt, die uns rettet. Das war ein ziemlich starker Sturm. Es hat gehagelt und die Temperatur ist von, ich sag mal, 12 Grad Celsius so auf 2-3 Grad Celsius gefallen. Nach 2 Stunden war ich so durchgefroren, dass ich nur noch am Zittern war. Und letztendlich war unsere Rettung, dass dann das Unwetter aufgehört hat und der Guide noch ein Walkie-Talkie hatte. Die Akkus des Navigationsgeräts die Batterien des Navigationsgeräts waren nahezu leer, und so habe ich dann die Batterien vom Walkie-Talkie ins Navi gepackt. Aber Leute, ich hatte so steife Finger und war so am Zittern, dass ich das fast nicht geschafft hätte. Das war eine fast unmögliche Aufgabe.
Und letztendlich haben wir dann die Batterien ins Navigationsgerät reingepackt. Wir waren mit einer Gruppe von 4, 5 Leuten unterwegs und haben dann letztendlich den richtigen Weg gefunden und sind dann noch hinab ins Tal gefahren. Leute, ich habe mich noch nie so doll vom Erfrieren gefühlt. Das war haarscharf, wirklich haarscharf.